Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, und wie ihr hier um mich herum sehen könnt, soll es heute um die 4 Qualitätswanderwege des Odenwalds gehen. Die bin ich alle 4 2021 gelaufen. Ja, und dann dachte ich mir, könnte ich doch mal so mein kleines persönliches Ranking zu den Wegen machen. Zu allem, was ich jetzt im Nachgang erzählen werde, blende ich euch hier um mich rum bzw. hier neben immer passend dann was ein. Beziehungsweise ich bin ja noch mitten im Bild. Ich würde sagen, ich gehe erstmal so ein bisschen auf die Seite. So, besser, jetzt haben wir hier auch ein bisschen Platz. Ja, warum das Ranking? Warum so ein Vergleich von gerade diesen Wegen? Zum einen ja, sind sie von der Länge und von der Schwierigkeit her ja, sehr ähnlich, sehr nah beieinander. Und zum anderen, wie ihr hier neben seht, sie liegen alle im Odenwald. Ja, der erste Weg, den ich gelaufen bin, war dann der Burgensteig im April 2021. Startpunkt war in Eberstadt und dann verläuft der Weg entlang der Bergstraße bis nach Heidelberg. Der zweite Weg dann im Mai 2021 war der Nibelungensteig, Startpunkt in Zwingenberg und dann läuft man im Prinzip einmal quer durch den Odenwald hindurch bis nach Freudenberg am Main. Mein dritter Weg war dann der Alemannenweg im Juni 2021. Startpunkt war hier in Erbach im Odenwald und von da aus bewegt man sich erstmal Richtung Bergstraße. Dann ich glaube die vierte Etappe ist es, teilt sich dann der Alemannenweg mit dem Burgensteig. Läuft man im Prinzip bis zur Burg Frankenstein und von da biegt man wieder rechts ab und läuft dann in den Odenwald wieder hinein bis nach Michelstadt. Ja, und der vierte Weg dann, der Neckarsteig, den bin ich dann zusammen mit der Anne im August 2021 gelaufen. Startpunkt war hier Heidelberg und dann folgt man im Prinzip dem Verlauf des Neckars bis nach Bad Wimpfen. Ja, ganz wichtig, all das, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung. Ihr seht das vielleicht genauso, vielleicht auch ganz anders. Also was ich jetzt so an Kommentaren gesehen habe, beziehungsweise ich hatte ja so eine kleine Umfrage im Vorfeld mal gestartet. Was da dabei rausgekommen ist, guckt man es am Ende des Videos an. Ja, also wie gesagt, es kann sein, dass ihr da auch ganz anderer Meinung seid. Gerne alles in die Kommentare und dann ja, bin ich mal gespannt von euch zu hören. Wie kam ich jetzt aber zu meinem Ranking? Ja, ich habe mir mal 5 Kategorien gebildet, anhand derer ich die Wege dann betrachtet habe. Ja, zunächst mal wäre da die Wegführung zu nennen, als nächstes die Beschilderung, dann die ja, offiziell vorgeschlagene Etappeneinteilung, das Thema ja, Gratismaterial, Social Media so ein bisschen mit dabei, beziehungsweise auch Homepage und Sehenswürdigkeiten. Genau. Natürlich ist da jetzt nicht alles berücksichtigt, was einem an so einem Weg wichtig sein könnte, was solche Erreichbarkeit per ÖPNV zum Beispiel, Essen auf dem Weg. Aber ich sage mal, ich habe jetzt die wesentlichen Kriterien für mich dann einfach rausgegriffen. Und dann ja, würde ich sagen, ich schwätze ja auch gar nicht lange rum. Wir gucken uns doch mal an, was dabei jetzt rausgekommen ist. Bei der Kategorie Wegführung ging es für mich jetzt hauptsächlich darum, ja, wie abwechslungsreich waren die Wege, wie viele schöne oder auch nicht ganz so schöne Wegpassagen hatten sie denn. Asphalt- und Forstweg dürfen bei mir gerne auch mal mit dabei sein. Es sollte jetzt aber nicht so sein, dass man irgendwie 20, 30 Kilometer geradeaus durch den dunklen Nadelwald läuft, sondern es darf dann auch ruhig ein bisschen ja, mit Abwechslung verbunden sein, im Sinne von, ich habe zwischendrin mal eine schöne Aussicht aus dem Wald heraus oder auch mal eine Sehenswürdigkeit, die dann angesteuert wird. Oder es kann auch mal einfach ein schöner Bachlauf entlang des Weges dann sein. War für mich jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich in der Kategorie das Ganze zu beurteilen, zumal alle 4 Wege ihre Stärken, aber halt auch leider so ein bisschen ihre Schwächen, gerade auch in Form von diesen ja, langen Wegpassagen haben, wo halt nicht ganz so viel passiert. Ja, den letzten Platz teilen sich hier meiner Ansicht nach der Nibelungensteig und der Burgensteig.
Burgensteig als Beispiel hat auch durchaus sehr, sehr schöne Abschnitte, wie zum Beispiel die Magnetsteine relativ früh im Weg schon. Passagen um Weinheim herum waren sehr schön und ja, ansonsten, was haben wir allgegenwärtig? Die breiten Forstwege, allerdings halt immer wieder aufgelockert durch sehr viele Burgruinen, Sehenswürdigkeiten, dazu dann gleich aber noch mal ein bisschen mehr. Ansonsten der Nibelungensteig, ähnlich wie beim Burgensteig, auch viele lange Passagen dann über breite Forstwege und da kommen wir auch zu dem Thema mit den dunklen Nadelwäldern und auch viel Asphalt. Da muss ich sagen, hatte ich mir vom Nibelungensteig tatsächlich im Vorfeld mehr erwartet. Am schwächsten war hier die dritte Etappe, die ja fast ausschließlich irgendwie über so dunkle Forstwege und Asphalt dann auch verlaufen ist. Ja, kleinere Sehenswürdigkeiten unterwegs. Eins der Highlights des Weges, nämlich das kleine Ebersberger Felsenmeer, waren halt auch auf der Etappe. Ja, weitere schöne Abschnitte, das Felsenmeer im Lautertal, wo der Weg ja sehr schön dann auch durchläuft, oder auch zum Beispiel der Abstieg nach Miltenberg. Also da ist an den Stellen schon auch ein bisschen was geboten. Ja, den zweiten Platz nimmt dann für mich der Alemannenweg ein. Der wiederum hat auch sehr viele Feld- und Forstwege, aber auch gerade bei den Feldwegen, wenn man dann auf den Höhen entlang läuft, trägt ja auch den Namen Panoramaweg, also dem Namen macht er auch alle Ehre, wo man dann auch schön weit gucken kann, aufgelockert durch eine andere Sehenswürdigkeit. Ja, das macht der Weg dann, denke ich, insgesamt auch ganz gut. Ja, und am besten, denke ich mal, macht's der Neckarsteig, wobei auch hier die eine oder andere Schwäche, natürlich gerade die dritte Etappe auch wieder, die mir da nicht ganz so gut gefallen hat, beziehungsweise in Teilen auch die vierte und sechste Etappe. Aber ansonsten starke Passagen dabei, richtig starker Einstieg finde ich mit der Himmelsleiter in Heidelberg, läuft man hinterm Schloss erstmal ein ganzes Stück lang eine Treppe hoch. Da ist man schon mal gefordert. Ansonsten zu erwähnen, der alpine Abschnitt, der war richtig gut, kurz, aber für Odenwälder Verhältnisse einfach richtig, richtig geil. Und so mein persönliches Highlight im Odenwald bisher war dann auch die Margaretenschlucht. Da hatten wir dann wiederum das Glück, dass die zu dem Zeitpunkt, als wir durchgewandert sind, doch noch einiges an Wasser geführt hat. Wenn man zu anderen Jahreszeiten durchläuft, beziehungsweise wenn es im Vorfeld nicht ganz so viel geregnet hat, kann es halt auch sein, dass die recht trocken ist. Kategorie Beschilderung ging es mir jetzt einfach darum, wie vollständig und gut angebracht waren denn die Wegmarkierungen. Und da hat es ein wenig unrühmlich eben noch auf dem, bei mir ersten Platz, jetzt auf dem letzten Platz, nämlich der Neckarsteig geschafft. Der hat sich einige Aussetzer geleistet, also einige Kreuzungen dabei, wo dann tatsächlich weit und breit keine Wegmarkierung zu sehen war. Auf dem Weg war ich mit der Anne unterwegs, das ging dann zum Teil so weit, dass dann eine rechts, eine links abgebogen ist und nach der nächsten Markierung geguckt hat, die man dann zum Teil ja auch auf mehrere hundert Meter schlicht und einfach nicht hatte. Wenn man Glück hatte, dann auf dem Rückweg wieder zum Ausgangspunkt, wo man sich getrennt hat, hat man vielleicht dann für die andere Laufrichtung eine Wegmarkierung gefunden. Ja, so hat man einige Stellen oder andere Stellen zum Beispiel. Man läuft dann auf so eine T-Kreuzung zu, man kann rechts, man kann links und der Pfeil, Überraschung, zeigt geradeaus. Ist insofern ein bisschen unglücklich, als der Weg selbst auf seiner Homepage als unverlaufbarer Wanderweg wirbt. Ist also hier, denke ich mal, ein bisschen fragwürdig. Etwas besser macht es dann der Alemannenweg. Allerdings nicht viel. Auch der Alemannenweg hat sich den ein oder anderen Aussetzer erlaubt, sprich auch Kreuzungen ohne Markierung. Eine Stelle, da kommt man an eine Landstraße, da zeigt der Pfeil nach rechts. Man hätte geradeaus laufen müssen. Oder aber in Benenkirchen hat man dann gleich zwei Markierungen. Eine zeigt geradeaus und eine im Prinzip so ums Eck. Natürlich kann man auch in beide Richtungen laufen und da war ich mit Markus und der Anne auf der Etappe unterwegs. Wir haben natürlich die falsche Abzweigung genommen an der Stelle. Also auch hier hätte man besser machen können.
Ja, dann zweiter Platz, Nibelungensteig, weniger Aussetzer und am besten macht's der Burgensteig. Da waren es auf dem ganzen Weg, meine ich, nur zwei gewesen. Das war einmal an der Bank, warum auch immer dann der Pfeil ins Gestrüpp zeigt, und an einer anderen Stelle, wo dann tatsächlich auch mal keine Wegmarkierung war. Aber im Vergleich zu den anderen drei Wegen, ja, war das so die beste Quote, was die Wegmarkierung auf die Kilometer angeht. Vorgeschlagene Etappeneinteilung geht es mir jetzt darum, im Prinzip mal zu gucken, was wurde denn auf der Homepage bzw. im Gratismaterial denn an Etappeneinteilung vorgeschlagen. Und ja, inwieweit ist das so von den Kilometern ganz gut zu laufen? Endet es am Ort oder endet es irgendwo mitten in der Pampa? Man muss erst noch in den Ort dann wieder reinlaufen für eine Übernachtung. Ja, so die Geschichten. Und ja, da hat das Ganze, denke ich mal, am schlechtesten gemacht der Alemannenweg. Ist der längste Weg und hat eine Etappeneinteilung von dann gerade mal 7 Etappen, heißt pro Etappe sind wir 19 bis ja, 24 Kilometer unterwegs und das doch bei einigen Höhenmetern, die der Weg dann auch hat, und man endet nicht unbedingt immer im Ort. Reichensheim zum Beispiel oberhalb vom Ort, Zwingenberg, da ist man irgendwie so auf halber Strecke zum Melibogus hoch, muss erstmal nach Zwingenberg runter und am nächsten Tag dann auch wieder hoch, beziehungsweise Burg Frankenstein ist mir ja dann so ein bisschen ab vom Schuss. Ja, der Nibelungensteig macht es dann etwas besser. Der endet eigentlich ja, fast immer im bzw. am Ort. Und wenn es am Ort ist, ist auch dann im Prinzip nochmal eine Zuwegung in den Ort ausgeschildert. Aber auch hier dann halt einige Extrakilometer. Gerade bei Erbach-Bullau ist man doch ein ganzes Stück außerhalb vom Ort. Man muss dann, glaube ich, erstmal 3,5 Kilometer noch wieder in den Ort reinlaufen, beziehungsweise dann ja, am nächsten Tag dann auch wieder zurück. Die Etappen ja, sind sehr weit gestreut, irgendwo zwischen 12,5 und ja, fast 30 Kilometer. Und auch die Etappeneinteilung selbst finde ich nicht immer so gelungen. Also als Paradebeispiel die ersten zwei Etappen. Die erste Etappe hat hier ja 27,5 Kilometer. Die zweite Etappe sind dann ja, so um die 13 Kilometer und ja, bei der ersten Etappe läuft man erstmal bis Lindenfels. Ist vor dem Hintergrund recht sportlich, dass gerade nach Lindenfels der Anstieg am Ende der Etappe, der ist schon eklig an der Stelle. Und da denke ich, hätte man zum Beispiel besser die Etappe nach ungefähr 20 Kilometern in Schandenbach ja, zu Ende gehen lassen können und dann am nächsten Tag die nächsten 20 Kilometer dann nach Gras-Ellenbach laufen. Und ansonsten die längste Etappe mit 28 Kilometern war die dritte Etappe und wie ja vorhin schon gesagt, die war nicht schön. Gut, dann zweiter Platz, Burgensteig. Der endet eigentlich immer an bzw. im Ort. Ich glaube, eine Ausnahme gab es, nämlich Schriesheim. Da ist man oben irgendwo noch so ein bisschen oberhalb der Burg. Das heißt, man muss erst wieder runter und dann ja auch wieder zurück nach oben. Ansonsten Etappeneinteilung irgendwo zwischen 12 und 15 Kilometer ist also sehr, ja, sehr angenehm eigentlich zu laufen. Die ein oder andere knackige Steigung ist dann zwar da mit dabei, aber so insgesamt ja, war das doch ganz ordentlich. Ja, am besten macht es jetzt wiederum der Neckarsteig. Der endet eigentlich immer ja, im Ort selbst. Es sind 9 Etappen, irgendwo zwischen 9 und 18 Kilometern. Jetzt denkt man vielleicht, ja, 9 Kilometer, was willst du denn mit so einer kurzen Etappe? Ich fand die tatsächlich gar nicht mal, was die Länge angeht, so schlecht, zumal man auf dem Weg zum Beispiel an der Burgfeste Dilsberg vorbeikommt. Da hat man dann ausreichend Zeit, sich auch noch ein bisschen umzuschauen. Man kann sich am Etappenende in Neckarsteinach ja, schon mal ein bisschen die Burgen angucken. Und ich glaube, es gibt auch Schlimmeres, als sich dann mal an den Neckar zu setzen an einem Nachmittag und mal gemütlich noch einen Kaffee zu trinken oder ein Stück Kuchen zu essen.
Sehenswürdigkeiten ging es mir jetzt einfach mal darum, was gibt es denn so kulturell unterwegs zu sehen, sprich Ruinen, Altstädte und so weiter, aber auch, wie schaut es denn jetzt so mit Natur aus, beziehungsweise auch den schönen Ausblicken, die man unterwegs mal hat. Ja, und diesmal fangen wir beim ersten Platz an. Da sind nämlich für mich alle 4 Wege gleichermaßen gelandet. Auf allen Wegen gibt es wirklich sehr viel zu sehen. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal exemplarisch für jeden Weg so ein bisschen was an. Angefangen beim Burgensteig, da haben wir, ich meine, über 30 Burgen, Schlösser, historische Stätten, also Halsbacher Schloss, Auerbacher Schloss, Staatspark, Fürstenlager, die Magnetsteine, also richtig viel geboten. So alle paar Kilometer kommt ja im Prinzip das nächste Highlight. Nibelungensteig hat, denke ich mal, so eines der Highlights des Odenwaldes in die Wegstrecke integriert, nämlich das Felsenmeer im Lautertal. Ansonsten, was haben wir noch? Marbach-Stausee als schönes Ausflugsziel. Wie gesagt, die Etappe drumherum war leider nicht ganz so toll. Burgruine Wildenberg zum Beispiel, Altstadt in Miltenberg. Also auch hier sehr viel geboten. Alemannenweg, wie vorhin schon gesagt, lebt sehr viel auch von seinen Panoramablicken, aber auch hier an Sehenswürdigkeiten. Was haben wir denn? Herbacher Schloss nebst Elfenbeinmuseum ist eine sehr schöne Sache, habe ich vor einiger Zeit auch mal eine Führung mitgemacht, kann ich also auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da seid, guckt euch das mal an. Die Einheitsbasilika am Ende des Weges, Burgruine Rodenstein, auch Felsenmeer wird jetzt vom Alemannenweg mitgenommen, läuft mal einmal quer durch. Also auch hier viel geboten, oder auch jetzt beim Neckarsteig, die schon erwähnte Burgfeste Dilsberg, 4 Burgen Stadt Neckarsteinach, Schloss Hirschhorn, Altstadt in Eberbach. Sehr schön fand ich auch die deutsche Greifenwarte auf der Burg Guttenberg. Auf jeden Fall auch mal reingucken, nebst Flugshow, also macht richtig viel Spaß. Und so mein persönliches Highlight im Odenwald, die Margaretenschlucht, ist dann hier auch zu finden. Was man jetzt aber erwähnen muss, nicht jede Sehenswürdigkeit auf dem Weg hat auch geöffnet. Also es gab gerade auf dem Neckarsteig die ein oder andere Burgruine, da konnte man drumherum, aber leider nicht hinein. Also da am besten im Vorfeld mal informieren, ein bisschen drauf achten und einfach nicht drüber wundern, ist dann halt einfach so. Aber wie gesagt, alle Wege sehr viel zu bieten. Jo. Ja, bei dem Punkt hier geht es mir jetzt einfach darum, hat jeder Weg eine eigene Homepage mit so den notwendigen Angaben wie Etappeneinteilung, mal eine Karte, ein Höhenprofil, vielleicht auch erste Tipps für Einkehrmöglichkeiten und so weiter. Gibt es für jeden Weg Gratismaterial, beziehungsweise wie gut gefällt es mir? Also ihr wisst ja, Tobi und sein Gratismaterial ist ja so ein ganz großes Thema. Ich überlege, was in den letzten 2 Jahren bei mir hier an Gratismaterial von verschiedensten Wegen hier, also kistenweise zusammengekommen ist, wo ich mich schon einfach über Wege informiere. So auch hier, gucken wir gleich mal drauf. Und das Thema Social Media würde ich jetzt gar nicht mal so hochhängen, da ging es mir einfach nur darum, gibt es für jeden Weg zumindest mal einen eigenen Facebook-Auftritt, also sowas wie Instagram, Twitter und so habe ich jetzt gar nicht. Facebook bin ich vertreten, da gucke ich auch mal immer nach den Wegen. Also es gibt zum Beispiel ein paar aktuelle Infos, irgendwelche Wegsperrungen, Veranstaltungen, mal Fotos aktuell vom Weg, so Sachen dann halt. Ja, also zu dem Thema Homepage hat jeder Weg auch eine eigene Homepage. Ich denke, die ist auch ausreichend mit den besagten Informationen bestückt. Bei dem einen Weg ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger, aber insgesamt denke ich mal, ist das bei allen 4 Wegen ausreichend. Gratismaterial ist bei allen 4 Wegen
vorhanden, jetzt in doch ein bisschen unterschiedlicher Ausformung. Nibelungensteig zum Beispiel hat eine recht schöne Karte, jetzt aber keine Etappeneinteilung, dafür dann im Prinzip ja, so Etappenziele mit einer kleinen Beschreibung und dann den Streckenkilometer bzw. die Höhenmeter dabei. Ganz interessanter Ansatz, und ich habe für den Nibelungensteig ja, im Prinzip zweimal Kartenmaterial, nämlich einmal für den gesamten Nibelungensteig und einmal für den Nibelungensteig 40, also sprich für die ersten 2 Etappen. Ja, beim Alemannenweg ebenso ja, eine Übersichtskarte, hier dann wiederum Etappeneinteilung und auch ein ja, Gesamthöhenprofil. Beim Neckarsteig ebenso eine schöne Karte, Etappeneinteilung, Höhenprofil für jede Etappe, Kilometer und so weiter. Das ist also hier ganz gut gemacht. Der Burgensteig wiederum hat dann so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Da habe ich zwar eine ganz grobe Karte zugrunde gelegt, da sind dann aber eher so die Sehenswürdigkeiten im Vordergrund. Es ist ein ganz netter Ansatz. Mir persönlich gefallen dann ja, Karten dann doch schon eher. Wie gesagt, ist hier an der Stelle aber Geschmackssache. Dafür gibt es dann beim Burgensteig dabei auch noch den ja, Blütenweg mit dazu, Höhenprofile. Ja, also Blütenweg verläuft ja parallel zum Burgensteig und ja, steht bei mir dieses Jahr auch noch zum Laufen an. Ansonsten Social Media, wie gesagt, Facebook, sind alle Wege bis auf den Alemannenweg vertreten. Und dementsprechend wäre hier mein Ranking im Prinzip: den 2. Platz teilen sich der Alemannenweg und der Burgensteig. Also Alemannenweg, wie gesagt, hat keine Facebook-Seite. Beim Burgensteig, wie gesagt, das Gratismaterial, interessanter Ansatz, ist aber Geschmackssache. Und bei der Homepage im Vergleich zu den anderen Wegen ist da auch ein bisschen weniger los. Und dementsprechend den 1. Platz teilen sich hier der Nibelungensteig und der Neckarsteig. Die machen es, denke ich mal, so im Gesamtpaket am besten. Ja, die Spannung steigt. Wie sieht denn nun am Ende das Gesamtranking aus und wie kam ich denn nun genau dahin? Also ich habe im Prinzip einfach die einzelnen Ergebnisse genommen, die Platzierungen der einzelnen Wege zusammengerechnet und ja, der Weg, der am Schluss die ja, kleinste Zahl raus hatte, war dann ganz vorne. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Auf dem 4. Platz landete der Alemannenweg, auf dem 3. Platz der Nibelungensteig, den 2. Platz hat der Burgensteig erreicht und ganz vorne landete dann der Neckarsteig. Ja, und wie seht ihr das Ganze? Hat ja eingangs gesagt, ne, gab ja eine kleine Umfrage und da haben auch einige mitgemacht. Ja, und vom Ergebnis her ist es tatsächlich sehr ähnlich. Der 1. und der 4. Platz sind hier gleich, also sprich Neckarsteig und Alemannenweg. Lediglich die Plätze 2 und 3, sprich Burgensteig und Nibelungensteig, haben dann getauscht. Ja, was sagt uns jetzt denn dieses Ranking aus? Soll das jetzt heißen, Neckarsteig ist ein super Weg und der Alemannenweg halt jetzt eher nicht so? Nee, also ich habe ja am Ende von jedem Video, das ich zu den Wegen gemacht habe, immer eine Laufempfehlung auch ausgesprochen und da bleibe ich auch dabei. Ich hatte auf allen 4 Wegen sehr viel Spaß, war jeweils eine sehr schöne Wandererfahrung und wenn man sich die Wege mal so über die gesamte Distanz anschaut und die gesamten Punkte, die ich jetzt vorher benannt habe, mal so zusammennimmt, denke ich nach wie vor, es ist durchaus sehr lohnend, die Wege auch mal zu laufen. Auch wenn ich jetzt auf den einen oder anderen Punkt so ein bisschen zwischendurch mal geschimpft habe, auch gerade wenn es ja um das Thema viele lange gerade Forstwege geht.
Ja, wir sind im Odenwald, da ist Forstwege, Forstwirtschaft ist da durchaus ein Thema und ja, also auf die Gesamtdistanz von 120, 130, 140 Kilometer, dass ich da jetzt nicht zwingend einen Meter geiler als den anderen hinkriege, das ist mir durchaus klar. Also ich habe immer mal Abschnitte dabei, ja, wo ich halt auch einfach mal ein bisschen über Forstwege geradeaus ein bisschen Strecke machen muss. Aber wie gesagt, insgesamt, ich würde alle 4 Wege auf jeden Fall auch wieder laufen. Gut, eine Sache hätte ich dann noch. Welches ist denn, ja, mein Lieblingsweg von diesen 4 Wegen? Na, habt ihr schon eine Idee? Na gut, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Es ist der Burgensteig. Es war mein erster, ja, Wanderweg, also Mehrtagestour, die ich gelaufen bin. Damals war es noch der Burgenweg. Da war der Weg ein bisschen kürzer, aber vom Prinzip auch von Ilberstadt bis Heidelberg entlang der vielen Burgen und historischen Sehenswürdigkeiten. Gelaufen bin ich den 2010 und mittlerweile bin ich aber auch schon zweimal den Burgensteig gelaufen. Läuft auch direkt bei mir vor der Haustür vorbei. In Abschnitten laufe ich auch immer mal wieder drauf, also gerade so den Bereich zwischen Eberstadt und Heppenheim, ja, kenne ich doch mittlerweile auch sehr gut. Ja, dann war es das mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen und Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.